Grüß euch und willkommen zurück zu unserem wöchentlichen kleinen Ausflug in die ganz wunderbare Welt von Prince. Vor ein paar Wochen habe ich euch das Family-Album vorgestellt und unter anderem haben wir dabei gesehen, dass Prince nicht nur seine Projekte fortgeführt hat, seine Alben veröffentlicht hat, sondern auch ganz viel Musik mit anderen Musikern gemacht hat und diese auch zu dieser Zeit veröffentlicht hat. Heute gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in der Prince-Geschichte. Wir gehen zurück ins Jahr 1981 und kommen zu einem meiner Lieblings-Side-Projekte von Prince, dem Debütalbum von The Time. Und um es wieder so ein bisschen zeitmäßig einzuordnen, habe ich mir den Zeitraum ausgesucht von Oktober 1980 bis Oktober 1982 und wir finden dort am Beginn, am 8. Oktober, die Veröffentlichung des Prince-Albums Dirty Mind. Gute 10 Monate später finden wir dann das heutige Album The Time. 3 Monate später dann das nächste Prince-Album Controversy. Dann war wieder für 10 Monate Pause und wir finden wieder einen neuen Namen, nämlich Vanity 6. Und 2 Monate später das Doppelalbum 1999. Wir kennen also schon in dieser frühen Phase seiner Karriere, den frühen 80er Jahren, dass der musikalische Output zu dieser Zeit immens groß war. Denn wenn wir ehrlich sind, die Musik auf diesen beiden Alben von The Time und Vanity 6 stammen zu ganz, ganz großen Teilen von Prince. Er hat die Songs nicht nur getextet, komponiert, produziert, sondern er hat auf diesen beiden Alben auch beinahe alle Instrumente wieder gespielt. Und so war es für Prince möglich, seine Musik, wenn auch unter einem anderen Namen, zu veröffentlichen. Grund dafür dürfte eine Klausel gewesen sein, die Prince schon in seinen ersten Plattenvertrag mit Warner Brothers reinschreiben hat lassen, indem er sich ausgemacht hat, genau solche Side-Projekte Warner Brothers vorstellen zu können und sie dann zu bitten, diese Platten auch zu veröffentlichen. Aber das Engagement für diese von ihm geschaffenen Gruppen hat sich nicht nur auf Schallplatten beschränkt, denn wenn wir auf die Poster und auf die Anzeigen der 1999 Tour von 1982 schauen, finden wir dort immer wieder 2 Namen, nämlich The Time und Vanity 6. Aber zurück zu The Time und unserem heutigen Album. Auch wenn die meisten Musiker, die auf dem Plattencover abgebildet sind, auf der Platte selber gar nicht zu hören sind, sondern erst dann live auf der Bühne belegen konnten, wie großartig sie diese Musik spielen konnten, lohnt sich ein Blick auf die einzelnen Bandmitglieder. Am Anfang steht natürlich Morris Day, Leadsänger von The Time. Morris Day war ein langjähriger Freund von Prince. Ich denke, sie sind gemeinsam aufgewachsen. Und im Zuge dieser Gründung von The Time hat Prince ihn als Leadsänger in die Gruppe geholt. Aber Morris Day ist auch ein ganz ausgezeichneter Schlagzeuger, was man auf so manchen Studio-Outtakes, mittlerweile auch vom Estate veröffentlicht, hören kann. So hört man sein Schlagzeugspiel auf 4 der 6 Songs vom ersten The Time-Album. Ein weiteres ganz zentrales Mitglied von The Time ist Jesse Johnson, dessen Gitarrenspiel, das eine sehr schöne Mischung aus Funk und Rock war, speziell auf späteren Alben und auch live, sehr zu diesem ganz eigenen Sound von The Time beigetragen hat. Und wer ein Beispiel möchte, auf Pandemonium finden sich 2 Songs, der eine heißt Skillet und der andere heißt Blondie. Da kann man Jesse Johnson an der Gitarre erleben. Wirklich großartig. Dann haben wir noch Terry Lewis am Bass. Und wenn man den Namen Terry Lewis nennt, muss man Jimmy Jam dazu erwähnen. Als Produzentenduo haben sie in den 80er und 90er Jahren Musikgeschichte geschrieben. Unter anderem sind sie für das Janet Jackson Album Control und dem Nachfolger Rhythm Nation 1918, glaube ich, verantwortlich, aber sie haben mit so ziemlich jedem großen Musiker der 80er und 90er Jahre zusammengearbeitet. Ob es Michael Jackson war, ob es Mariah Carey war, ob es TLC waren,
Lionel Richie, you name it, Terry Lewis und Jimmy Jam, großartige Produzenten. Ergänzt wurde das Ganze noch durch Monte Moir, einen zweiten Keyboarder, der vor allem durch sein sehr harmonisches Spiel das Keyboard vom Jimmy Jam gut unterstützt hat und so diesen sehr tighten Minneapolis-Sound erst möglich gemacht hat auf der Bühne. Und zum Abschluss Jelly Bean Johnson, Schlagzeug, vor allem live. Und er hat so eine ganz eigene Art, Schlagzeug zu spielen und hat seinen sehr druckvollen Beat und so diesen ganz eigenen Time Groove etabliert, der The Time zu das gemacht haben, was sie bis heute ist. Eine ganz wunderbare Liveband, und ich glaube, Prince selber hat einmal gesagt, es gibt nur eine einzige Band, vor der ich Angst habe, und das ist The Time. Einen dürfen wir nicht vergessen, Jerome Benton. Und selbst wenn er nicht am Cover ist, gehört er zu The Time dazu. Und ein Time-Konzert ohne Jerome Benton kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Er ist nicht nur Tänzer, Background-Sänger, gelegentlich ein bisschen an den Percussions, sondern er trägt vor allem durch seine Interaktionen mit Morris Day so viel dazu bei, dass Musik und ein The Time-Konzert einfach unglaublich Spaß macht. Und wer jetzt immer noch nicht so hundertprozentig weiß, von wem ich rede, das ist der Typ, der den Spiegel für Morris Day im Film Purple Rain hält. Was er bis heute macht. Ich habe The Time vor 2 Jahren gesehen. Großartiges Konzert. Kommen wir zu den 6 Songs auf dem ersten The Time Album und beginnen wir mit Get It Up. Ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll, weil ich mag diesen Song so sehr auf diesem Album. Er ist ein Paradebeispiel für das, was den Sound von The Time ausmacht. Ganz wunderbare Synthesizer, ganz wunderbarer Bass. Wir wissen, Prince hat das meiste von dieser Musik gespielt. Wir bekommen ein episches Gitarrensolo am Schluss. Ganz wunderbare Background Vocals von Prince, wo man nicht lang nachdenken muss, ist es jetzt wirklich Prince oder nicht. Und der Song ist einfach wirklich großartig, und es zeigt auch schön die Entwicklung. Wir haben am Anfang gesehen, dass vorher war Dirty Mind, nachher war Controversy, und Get It Up hat so das Beste von beiden Welten. Wir haben diesen sehr dirty Text von Dirty Mind und wir haben diesen Synthesizer-Sound, der später bei 1999 seine Perfektion erreichen sollte. Einfach einmal anhören, das ist das Beste, was man empfehlen kann. Weiter geht's mit dem zweiten Song auf dem Album mit dem Titel Girl. Darf man jetzt nicht verwechseln mit der B-Seite von, ich glaube es war America. Das ist ein ganz anderer Song. Wir bekommen die erste Ballade und es ist hübsch gesungen, manchmal ein bisschen drüber für meinen Geschmack. Es ist musikalisch durchaus interessant, man findet sehr nette Kleinigkeiten hier und da. Ich persönlich hätte aber noch keine Ballade gebraucht nach diesem epischen ersten Song. Es ist eine Ballade, aber leider auch nicht mehr. Der dritte Song, After High School, schließt auch schon die erste Vinylseite ab. After High School erinnert mich immer wieder an Songs wie Check You Off oder Ronnie Talk to Russia, was ja zeitmäßig gar nicht so schlecht passt. Für mich ist es so der schwächste Song auf dem Album, aber wir haben noch eine ganz großartige B-Seite vor uns.
hat die A-Seite mit Get It Up einen Song gebracht, der über 9 Minuten gegangen ist, startet die B-Seite mit einem Song, der sogar über 10 Minuten geht, und jeder, der meine Videos oder unseren Podcast verfolgt, weiß, ich liebe es, wenn Prince diesen Groove etabliert, solange damit herumspielt, dem Song quasi Luft zum Atmen gibt. Ich sage ein bisschen despektierlich immer zu Tode reitet, ich meine das aber nicht böse, sondern wertschätzend. Und der Song dürfte wirklich keine Sekunde kürzer sein. Cool ist, musikalisch super, super interessant. Es finden sich permanent kleine Änderungen, die das Zuhören so spannend machen. Und diese Percussions am Anfang, die so an Wassergläser erinnern, da muss ich immer an diesen Michael Jackson Song denken, dieses Don't Stop Till You Get Enough. Ich muss einmal schauen, was von den beiden zuerst da war. Lyricsmäßig bekommen wir hier jetzt diese Persona Morris Day. Wir lernen sie kennen. Also wir haben diesen Dandy mit dem italienischen Koch und der ein Apartment hier hat und ein Haus dort und dieses Auto da und jenes Auto dort. Also jetzt haben wir die Person, die Morris Day spätestens in Purple Rain uns allen bekannt geworden ist. Cool ist, ja, es ist ein großartiger Song. Die Handbewegung kennt jeder Prince-Fan. Cool ist cool. Einfach anhören. Der 5. Song, Oh Baby, ist eine der ältesten Prince-Nummern auf diesem Album. Ich habe gelesen, er dürfte 1977 schon entstanden sein. Eine schöne Ballade. Sehr gern mag ich das Klavierspielen von Prince auf dem Song. Beim Gesang habe ich immer öfter das Gefühl, dass ich, glaube ich, den Song lieber im Falsett von Prince gesungen hätte. Es ist ein bisschen die Blaupause zu dem, was Do Me Baby auf dem nächsten Prince-Album geworden ist. Eine schöne Ballade. Ja, leider wieder nicht sehr viel mehr. Der letzte Song des Albums, er dauert 8 Minuten 30 oder so, und wer bis jetzt zugehört hat, wird wahrscheinlich ahnen, was jetzt kommt. Es ist mein Lieblingssong auf dem ersten The Time Album, The Stick. Ähnlich wie Get It Up zeigt The Stick alles, was The Time musikalisch ausmacht. Großartiger Groove, großartige Bässe. Wir haben wieder Dr. Fink am Synthesizer. Wir haben diese klassischen Morris Day Lines mit What Time Is It und Somebody Bring Me a Mirror. Also alles das, was The Time irgendwie ausmachen, ist hier auf 8 Minuten 30 zusammengebracht. Dann haben wir noch Lisa Coleman, die nicht nur einen Teil des Textes geschrieben hat, sondern ihre Vocals sind über den ganzen Song verteilt. Es gibt ganz wunderbare Harmonien zwischen ihr und Prince. Und den Song mit Kopfhörern zu hören, ist eine endlose Freude und man entdeckt immer wieder Kleinigkeiten. Ja, The Stick ist mein Lieblingssong. Das erste The Time Album gehört im ganzen Prince-Kanon zu meinen absoluten Favoriten. Ich liebe die Idee von Prince, eine Vision zu haben, wie eine Band auszuschauen hat, wie eine Band zu klingen hat, welchen Stil diese Band hat, und das einfach mit seinen Mitteln umzusetzen. Und das macht bei diesem Album so unglaublich viel Spaß, das jedes Mal aufs Neue zu entdecken. Ja, The Time, das erste Studioalbum. Ich mag dieses Album, ich liebe dieses Album. Man soll es für öfter spielen. Damit beenden wir unseren kleinen Besuch in der Prince-Welt für heute. Ihr kennt die Geschichte mit Abonnieren, mit Liken, mit Kommentieren, das lassen wir jetzt weg.
Mir bleibt für heute noch zu sagen, ich wünsche euch einen ganz wunderschönen restlichen Sonntag und wir sehen uns dann nächste Woche. Vielen Dank.